mich. Ja. Deswegen gehen wir an den Beach und am Beach ist ziemlich groß. Oh, look at the point. Guten Morgen, Freunde. Der Forecast sagt windstill. Nee, umgekehrt. Es ist windstill, obwohl der Forecast sagt, dass es eigentlich mega windig sein soll. Guckt selbst. Und deswegen, Freunde, sind wir jetzt unterwegs auf eine spontane Strike-Mission. Wir fahren an die Westküste. Es hat 4 bis 6 Fuß bei 12 Sekunden. Und es müsste jetzt ziemlich clean sein, weil kein Wind ist. Und die letzten Tage auch eher Offshore-Wind oder wenig Wind war. Weil der Forecast tatsächlich nicht so gut aussieht, wie es jetzt hier draußen zeigt, ist wahrscheinlich auch weniger los als normalerweise. You doing good? How are you? Good, brother, good. Good to see you. Very good, mate. This looks good, eh? Yeah? It's a bit onshore, boys. Mate, how are you? Good to see you, mate. Yeah, good to see you. Yeah, it looks clean, huh? It's cleaner The than beach. Does somebody of you has some water? Yes. I can't find mine. It's somewhere in the car. I hear it bumping around, but I can't find it. It's really weird. Ja. Really weird. Yeah, still there. Hast du Wasser da? Ja. Ja, wichtig. Ich habe extra noch eine ganze Flasche abgefüllt. Für mich? Ja. Okay. Danke dir. Let's do it then. But it's just a fight if you don't to get out in time for the next set. Always. Always. Get your biggest board as always. I got a bigger one than this one. Für den Point stimmt der Winkel nicht, deswegen gehen wir an den Beach und am Beach ist ziemlich groß. Das wird also ziemlich abgefahren werden. Wir freuen uns aber drauf. Ich war die ganze Woche jeden Tag surfen. Ich habe jetzt richtig harten Muskelkater, aber ja, der Wetzel ist auch nass. Noch von gestern. Und es ist relativ frisch. Aber wie gesagt, irgendwas ist ja immer. Deswegen nicht jammern, rein da. Getting the last energy. Gut gelaunt und voller Stoke stürzen wir uns jetzt also in eine Session in ziemlich großen Bedingungen und mit recht kräftigen Wellen. Oh, look at the point. It's quite mushy, but it's definitely the longer way. Definitely less effort over there. Ja. Da lohnt es sich schon, sich in der Gruppe ein bisschen aufzuheizen und anzustacheln, um die Hosen nicht komplett voll zu haben. Es ist immer ein richtig schöner, besonderer Moment, dann von der Seite an so einen Peak ran zu paddeln und dann aus der Nähe erstmal zu sehen, wie groß die Wellen wirklich sind und mit welcher Wucht sie dort einschlagen. Gleichzeitig entsteht natürlich auch die Hoffnung, da ein paar von surfen zu können, davon welche zu nehmen und die dann auch unter den eigenen Füßen zu spüren. Die Vorfreude ist da, aber sicherlich auch gleichzeitig die Nervosität. Der erste Versuch ist direkt ein richtiger Realitätscheck, ein bisschen zu tief gesessen, direkt abgeräumt worden. Die Welle hatte eine viel größere Beschleunigung, als ich dachte. Und dann erstmal rein, schön in die Waschmaschine. Und auch sonst sind das richtige Brecher, die da durchkommen. Die explodieren richtig hart auf der flachen Sandbank. Und tragen damit nicht gerade dazu bei, die Nervosität noch ein bisschen runterzufahren. Left. Left, huh? Wanna go? Phew. Whew. Almost. And then getting by this one. Yeah, exactly. Phew. Oh my God. In einem freundlichen Line-Up, so wie hier, achten wir schon sehr darauf, wer die aktuelle Priorität hat, sprich, wer das Anrecht auf die nächste Welle hat. There he is. Yeah, yeah, almost to the end. He made the first 3/4 of it.
Aber auch sonst neben anderen Lineups sollte das eigentlich gang und gäbe sein. Leider beobachtet das oft, dass in größeren Lineups oder in denen man sich nicht kennt, viele die Etikette entweder nicht kennen oder einfach nicht beachten und solche Regeln dann außer Acht lassen. Nice turn. Yeah. You got the crazy one, huh? Oh, it's big, you. There he goes. Phew. And then it puts you right in front of the peak of that one, of the monster. Yeah. You wanna go? Yeah, go, go, go. Genau das sind die magischen Sessions, die immer wieder mal passieren. Natürlich viel öfter mit den eigenen guten Freunden als mit Fremden, aber auch mit Fremden kommt es vor, dass man so einen guten Vibe im Wasser hat und die Freude teilt, die ja das einzige oder eine der wenigen Sachen ist, die größer wird, wenn man sie gemeinsam teilt. Kurzum sind das die Sessions, an denen jeder sein Ego am Strand lässt. In dieser Session können wir uns eigentlich entscheiden, entweder die rechte Welle zu nehmen, die schön lange läuft und dann im Channel endet, wo man schön gemütlich zurückpaddeln kann, oder die schnelle linke zu nehmen, die nur tiefer auf die Sandbank ohne Channel zurück rausführt, wo man direkt in der Einschlagszone der anderen großen Wellen sitzt. Yeah, go left. Wenn man sich für die linke entscheidet, so wie ich eben, muss man ein bisschen Glück haben, dass einem beim Zurückpaddeln nicht das nächste Set richtig auf den Kopf erwischt. No! Damit das natürlich guter Content ist, hat mir Poseidon dieses Glück beim Zurückpaddeln verwertet und ich werde direkt abgeräumt vom nächsten Set, das hinten dran kommt. Weil ich genau in der Impact Zone saß, habe ich mein Board weggeschmissen und tauche so tief ich kann. Hat aber nicht gereicht, ich werde trotzdem von der Vortex unter Wasser mitgenommen und muss jetzt erstmal ordentlich die Luft anhalten. Nach dem Auftauchen, das ist das, wenn man länger unter Wasser gehalten wurde, ist natürlich die nächste Welle auch schon nicht mehr weit und dann geht es direkt wieder rein in die Waschmaschine. Weit weg vom Channel und ordentlich reingespült bleibt dann auch nicht viel anderes übrig, als mit dem Fußkarussell am Strand die Runde zu drehen. Boah Leute, das war gerade noch mal richtig knapp. Oh, ich hatte so eine geile Welle und dann direkt vor mir dieser riesen Wanst eingeschlagen. Richtig langer Holddown, dann noch eine Welle direkt hinterher, noch eine Welle direkt. Ich war komplett aus der Puste, weil ich so schnell gepaddelt war. Also ich habe ganz schön gepumpt unter Wasser. Dann habe ich die Strömung vor die Steine getrieben. Der Channel, der vorhin so schön da war, war jetzt nicht mehr da. Ja, das habe ich die Session für mich erstmal beendet. Warte jetzt schön auf die anderen, auf JP und Brody. Wir sehen uns gleich am Auto oben. Yeah. Ja, Hard times. ja, starke Session. Wie fandst du es? Gut. Ja, viele Closeouts, aber ein paar schöne kleinere Wellen. Ja. JP, how did you like the session? It was a good session. Very heavy, lots of paddling, lots of wipeouts. The odd good wave. That was it. What do you think, Brady? Brady had paddle and paddle more. Paddle, little bro. How are you feeling? Good? Yeah, the last one killed me. No, the last one was pretty good, the left, and then I paddled back out and I was completely wrong spot and it got annihilated. Like, I thought you went missing for a bit. yeah. Yeah. Me and Andy got ripped out. Look at this. Way out here. Yeah. By the way, guys, if you ever want to do a really cool sailing boat trip, Yeah. you need to contact JP because Yeah, it's up Project World Sail. We're sailing around the world, me and my girlfriend. Go check it out for some nice clips. exactly. Yeah. Yeah, he's also selling sailboats. He's
So if you're ever looking for a sailboat, yeah, contact him. Wisst ihr, was krass ist, was ich noch während der Surf-Session im Wasser gefunden habe? Schaut euch das mal an. Irgendwas aus Japan. Keine Ahnung, ob das japanisch ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal rein. Oder Chinesisch. Chinesisch. China Green Product, ja. Ja, es war auf jeden Fall eine abgefahrene Session. Also hatte ordentlich Größe und ordentlich Power. Wir haben ein paar schöne Wellen bekommen, aber wir waren relativ lange drin und dafür nicht ganz so viele Wellen. Was zu erwarten ist, aber es war echt, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, nur zu viert. Und ja, wenn euch die Session gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal, dann nehme ich euch wieder mit. Seid ihr wieder mit dabei. Macht's gut. Bis dann.